Es ist natürlich klar, niemand will Steuern hinterziehen, denn es sind ja doch ganz empfindliche Strafen hier zu erwarten, wenn man dies tut. Aber es gibt natürlich gerade viele Sachverhalte, die auch mit dem Ausland zu tun haben, wo man möglicherweise Steuern hinterzieht, ohne dass man es weiß. Und darum soll es genau in diesem Video gehen. In diesem Video haben wir 7 Auslandssachverhalte zusammengefasst, die möglicherweise Steuerhinterziehung sein könnten und vor denen du dich sehr in Acht nehmen musst, wenn du auswanderst oder planst auszuwandern, eine Gesellschaft im Ausland hast oder ansonsten hier im Ausland tätig bist. Wie gesagt, Steuerhinterziehung wird sehr streng geahndet in fast allen Ländern und natürlich auch in Deutschland. Bis 50.000 Euro kommt man möglicherweise noch mit einer Geldbuße davon. Danach wird es dann schon eine Bewährungsstrafe geben und man weiß ja, ab 1 Million geht es auf jeden Fall ins Gefängnis und es gibt eine öffentliche Hauptverhandlung. Also das sind Themen, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Kommen wir nun also zu den 7 Auslandssachverhalten, die möglicherweise Steuerhinterziehung sein können. Sachverhalt Nummer 1. Du gründest eine Gesellschaft im Ausland, wohnst in Deutschland und meldest den Erwerb der Gesellschaft nicht dem Finanzamt. Jeder, der eine Kapitalgesellschaft im Ausland gründet oder sich an einer solchen beteiligt mit mehr als 9%, muss dem Finanzamt diesen Sachverhalt melden. Aber es ist sogar noch strenger und das ist jetzt der wichtige Punkt. Selbst wenn du kein Eigentümer bist, aber nur Einfluss auf diese Gesellschaft ausüben kannst. Ja? Das heißt, mal angenommen, eine Vertrauensperson von dir ist der Eigentümer, aber du bist die graue Eminenz, die hier die Strippen zieht und so weiter. Dann musst du auch diesen Sachverhalt dem Finanzamt melden. Ja? Es geht also nicht nur darum, hier eine Gesellschaft im Ausland zu melden, an der du beteiligt bist, sondern eben auch eine, bei der du hier maßgeblichen Einfluss hast. Ja, inklusive Stiftungen und so weiter. Es wird ja manchmal behauptet, du gründest einfach eine Stiftung, die gehört nicht dir und deswegen musst du da nichts melden dem Finanzamt. Dem ist nicht so. Bei Nichtbefolgen der Meldepflicht werden 25.000 Euro Strafe fällig und wie gesagt, möglicherweise kann dir das Ganze als Steuerhinterziehung oder versuchte Steuerhinterziehung ausgelegt werden, was übrigens auch schon eine Straftat ist. Sachverhalt Nummer 2. Betreiben einer Auslandsfirma und die Betriebsstätte ist in Deutschland. Das ist ja ein Sachverhalt, den man schon relativ gut kennt. Du gründest im Ausland eine Gesellschaft und letztlich ist es eine Briefkastengesellschaft, denn sie hat keine Substanz. Du wohnst in Deutschland, du bist der Geschäftsführer, das ganze Tagesgeschäft wird von Deutschland aus erledigt. Es gibt keine Geschäftsräume, keine Mitarbeiter und nichts anderes im Ausland, was dort eine Betriebsstätte rechtfertigen würde. Dennoch zahlt die Gesellschaft im Ausland Steuern, möglicherweise viel günstigere Steuersätze als in Deutschland. In Deutschland wird nichts fällig. Das ist nun tatsächlich die klassische Steuerhinterziehung. Denn eigentlich müsste für diese Gesellschaft eine Niederlassung zum Beispiel in Deutschland angemeldet werden. Sämtliche dieser Niederlassung zugerechneten Umsätze und Gewinne müssten in Deutschland dann entsprechend hier buchhalterisch erfasst und dann verarbeitet werden. Somit würde also die Gesellschaft im Grunde ihre gesamten Gewinne in Deutschland versteuern und nicht im günstigen Ausland. Das ist nun tatsächlich hier die klassische Steuerhinterziehung, wird natürlich immer weniger möglich dank des Informationsaustausches, wo dann entsprechende Meldungen gemacht werden und natürlich auch der Transparenzregister. Sachverhalt Nummer 3, Schenkung nach Wegzug ins Ausland. Du bist in Deutschland noch voll schenkungssteuerpflichtig in den 5 Jahren nach dem Wegzug ins Ausland und wenn du in ein Niedrigsteuerland ziehst, sogar in den 10 Jahren nach dem Wegzug ins Ausland. Wenn du in diesem Zeitraum eine Schenkung machst, egal was es ist, Immobilien, Geld, Firmenanteile und so weiter, dann wird darauf Schenkungssteuer in Deutschland fällig. Beachte, dass für die deutsche Schenkungssteuer sowohl der Schenkende als auch der Beschenkte schenkungssteuerpflichtig ist, wenn der eine oder der andere hier aus irgendeinem Grunde nicht bezahlt. Du wärst also verpflichtet, hier möglicherweise eine Meldung zu machen, diesen Sachverhalt anzugeben und dann die Schenkungssteuer zu bezahlen. Tust du es nicht, kann es Steuerhinterziehung sein. Hier ist, wie gesagt, zu beachten, dass die Verjährungsfrist erst dann letztlich überhaupt beginnt, wenn dem Finanzamt dieser Schenkungssachverhalt bekannt gemacht wird.
Und das ist ja gerade bei Schenkungen im Grunde genommen sehr schwierig, denn das Finanzamt bekommt ja nur automatisch die Schenkung mit, wenn es jetzt über einen deutschen Notar geht, weil du zum Beispiel eine deutsche Immobilie verschenkt hast. Hast du aber irgendwas anderes verschenkt, dann bekommt das Finanzamt das ja nicht mit. Ja? Wie gesagt, die Verjährung eines solchen Tatbestandes würde erst dann beginnen, wenn das Finanzamt davon weiß. Das heißt, möglicherweise auch nach 50 Jahren noch, ja, würde hier diese Steuerpflicht dann bestehen, inklusive der Zinsen, die zu bezahlen sind. Momentan gilt bei geschuldeten Steuern im Kontext der Steuerhinterziehung ein Zins von 6%. Ja. Jetzt rechnet es mal hoch auf 50 Jahre, was da für ein gigantischer Betrag anfallen würde. Auch hier gilt, wie gesagt, sei sehr vorsichtig. Die wenigsten wissen dies, dass sie Schenkungen, selbst wenn sie Deutschland verlassen haben, immer noch in Deutschland berücksichtigen müssen, wenigstens 5 oder sogar 10 Jahre nach dem Umzug. Sachverhalt Nummer 4, der möglicherweise Steuerhinterziehung ist. Mal angenommen, du ziehst ins Ausland und du hast noch deine eigene Firma in Deutschland. Wenn du nun im Ausland wohnst, dann kannst du eigentlich aus dem Ausland Rechnungen an deine eigene Firma senden. Das ist in Ordnung. Mal angenommen, du ziehst nach Dubai um, du arbeitest von Dubai aus für deine deutsche Gesellschaft weiter und machst, sagen wir mal, 100 Stunden im Monat hier an Tätigkeit für deine Gesellschaft, dann kannst du diese 100 Stunden zu einem vernünftigen Stundensatz an deine deutsche Firma in Rechnung stellen. Das wird auch vom Finanzamt so akzeptiert. Natürlich muss man ein paar Details beachten und so weiter. Es wäre zum Beispiel nicht gut, wenn du Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft bist, dann ergibt sich die Frage, ist es ein Geschäftsführergehalt, was möglicherweise in Deutschland zu versteuern ist, und so weiter und so fort. Also es gibt Details, die man klären muss. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist dies ein legaler Vorgang. Nur wenn du natürlich nicht wirklich diese Stunden arbeitest für deine Firma und irgendwelche Scheinrechnungen stellst, dann könnte das tatsächlich Steuerhinterziehung sein, denn du verschiebst ja damit Gewinn von Deutschland nach Dubai. Wenn du also für deine eigene Firma aus dem Ausland arbeitest, ist es wichtig, dass du Leistungsnachweise anfertigst, Stundenzettel zum Beispiel, E-Mails, die du hinterher vorzeigen kannst und diese aufbewahrst und eben bei Bedarf auch vorzeigen kannst. Sachverhalt Nummer 5, der möglicherweise Steuerhinterziehung ist, wenn du ins Ausland ziehst, Rechnung aus dem Ausland an deine eigene Firma in Deutschland schreiben, wie unter fremden Dritten. Mal angenommen, du ziehst jetzt ins Ausland um, sagen wir wieder mal Dubai, hast noch eine Firma in Deutschland und du sagst nun, diese Firma in Dubai erledigt Buchhaltungsdienstleistungen für deine deutsche Gesellschaft oder Marketingdienstleistung oder sonst irgendwas. Und du schreibst dafür eine Rechnung aus Dubai an die deutsche Gesellschaft und zwar in einer Höhe, die einem Drittvergleich standhalten würde. Das heißt, du schreibst Rechnungen, wie sie tatsächlich ein Buchhaltungsdienstleister schreiben würde oder eine Marketingagentur schreiben würde für diese Dienstleistungen, die dort erbracht werden. Ansonsten macht aber die Firma nichts anderes in Dubai. Das heißt, die schreibt einfach nur Rechnungen an die deutsche Gesellschaft für diese Tätigkeiten. Sie hat keine anderen Kunden, sondern erledigt tatsächlich nur diese internen Tätigkeiten. In dieser Konstellation ist es für die Gesellschaft aus Dubai nicht zulässig, hier Stundensätze wie unter fremden Dritten zu berechnen. Denn die Firma in Dubai ist ja nicht tatsächlich in dieser Branche tätig und hat wirklich kein unternehmerisches Risiko, was solche Stundensätze rechtfertigen würde. Das Einzige, was hier zulässig ist, wäre eine Cost-Plus-Verrechnung, das heißt die tatsächlichen Kosten, die die Firma in Dubai hat, plus 5%. Das dürfte die deutsche Gesellschaft bezahlen. Alles andere wäre Gewinnverschiebung von Deutschland nach Dubai. Alles andere wäre möglicherweise Steuerhinterziehung. Sachverhalt Nummer 6. Hier geht es nun um die Umsatzsteuer. Mal angenommen, du ziehst ins Ausland um, du hast eine US-LLC und verkaufst an Kunden in Deutschland digitale Leistungen. Ich sage mal zum Beispiel Mitgliedschaften bei irgendwelchen Webseiten, Videostreaming-Produkte, Trainingsprodukte, wo es nicht um Face-to-Face-Training geht oder eben Live-Coaching mit einer Person, sondern darum, dass sich jemand hier irgendwelche Videos oder Content online anschaut. Das sind alles Produkte, wofür du in der EU Mehrwertsteuer erheben musst, und zwar in Höhe des Mehrwertsteuersatzes, welcher im Wohnsitzland des Kunden gilt. Tust du es nicht, dann ist es letztlich Umsatzsteuerbetrug. Wie gesagt, selbst wenn die US-Gesellschaft eine Nicht-EU-Gesellschaft ist, ist sie umsatzsteuerpflichtig in der EU
für digitale Produkte, die sie an Endverbraucher in der EU verkauft. Kommen wir zu unserem letzten Punkt, der möglicherweise Steuerhinterziehung in Deutschland ist. Hier geht es darum, dass du in ein Niedrigsteuerland umziehst, aber nach wie vor noch wirtschaftliche Interesse in Deutschland hast, sagen wir mal Immobilien, Firmenbeteiligungen oder Vermögen auf Konten und Depots. In diesem Fall fällst du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht und bist verpflichtet, noch für 10 Jahre eine Steuererklärung in Deutschland einzureichen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch, wenn du als digitaler Nomade unterwegs bist und noch Vermögen in Deutschland hast. Du reichst deine Steuererklärung für 10 Jahre ein, auch wenn du möglicherweise keine Steuern in Deutschland darauf zu bezahlen hast, weil du die Steuern im Ausland bezahlst. Reichst du die Steuererklärung in Deutschland nicht ein, wie gesagt, auch wenn du keine Steuern bezahlen musst, dann wäre dies Steuerhinterziehung. Daher sehr wichtig, wenn du denkst, dass du möglicherweise unter die weiter beschränkte Steuerpflicht fallen könnte, sprich mit einem Steuerberater und sorge dafür, dass du weiterhin Steuererklärungen in Deutschland einreichst. So, das waren nun unsere 7 Punkte, unsere 7 Sachverhalte, die möglicherweise als Steuerhinterziehung in Deutschland gelten können. Wie gesagt, alles recht komplex, alles recht verwirrend. Viele von euch fragen sich jetzt, wie man diese Dinge wissen kann. Nun, es ist eben wichtig, dass du hier einen guten Steuerberater, einen guten Rechtsanwalt in Deutschland hast, der dich im Falle eines Wegzuges aus Deutschland entsprechend beraten kann. Ohne das kann es alles ziemlich haarig ausgehen, vor allen Dingen, wenn das Finanzamt dann es aus irgendeinem Grund auf dich abgesehen hat. Wenn du ins Ausland umziehen willst oder schon im Ausland wohnst und sich hier noch steuerliche Fragen ergeben deinerseits, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu begleiten, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren und Vermögen aufzubauen bzw. ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich hier kennenzulernen und zu unseren Mandanten zu zählen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.